Manche Leute glauben, der demografische Übergang, der Bevölkerungsanstieg im 19. und 20. Jahrhundert sei ein Ergebnis einer Ursache, nämlich des allgemeinen Wohlstandsanstieges im Zuge der Industrialisierung in dieser Zeit auf dem gesamten Planeten. Aber vielleicht können wir auch einmal Ursache und Wirkung miteinander vertauschen, dass wir vielleicht annehmen, der Bevölkerungsanstieg, die Zunahme der Bevölkerungsdichte sei die Ursache und der Wohlstandsanstieg die Wirkung. Wenn dem so ist, was erwarten wir dann fürs 21. Jahrhundert? Wenn wir sehen, in Schwarzafrika wird nach allen Projektionen die Bevölkerungszahl explodieren, während sie in China, Russland, Europa und Japan stark rückläufig sein wird. Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen zur Videoreihe Soziodemografische Evolution. Lernen Sie grundlegende Gedanken über die Frage kennen, ob die steigende Zahl von Menschen für die Entwicklung unserer Gesellschaften positiv oder negativ ist. Und genau darum soll es heute im Speziellen auch gehen, nämlich um die Frage, ob Bevölkerungswachstum und Wirtschaftswachstum identisch sind, ob es das Gleiche ist und was die Ursache, was die Wirkung ist oder ob sich doch am Ende doch beide Faktoren wechselseitig, gegenseitig beeinflussen werden. Darum geht es also heute hier. Ja, und wir fangen also mit einem ganz einfachen Modell einfach mal an. Das Modell 1, mit dem wir gewissermaßen ansetzen wollen, ist die Frage, wie hängen Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum zusammen. Und wir nehmen mal ganz simpel an, dass also am Anfang das Wirtschaftswachstum die Ursache sei und das Bevölkerungswachstum das Ergebnis sei, dass also der Wohlstand dazu führt, dass die Menschen dann eben halt mehr Kinder haben können und dann entsprechend also ihre Bevölkerungszahl erhöhen können. Schon der Philosoph Malthus hat um 1800 diese Vermutung geäußert. Nun wissen wir, im 20. Jahrhundert ist es doch eher rückläufig gewesen oder umgekehrt gewesen, dass wir erkennen müssten, dass mit steigendem Wohlstand viele Familien auch weniger Kinder haben. Aber nichtsdestotrotz ist in beiden Fällen die Richtung eindeutig klar. Die Ursache ist das Wirtschaftswachstum, der wirtschaftliche Wohlstand und das Ergebnis ist dann die Bevölkerungszahl, das Bevölkerungswachstum. Und wenn dem so ist, können wir schon mal die Hypothese aufstellen, dass zumindest bis Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts Staaten mit hohem Wirtschaftswachstum auch ein höheres Bevölkerungswachstum gehabt haben und umgekehrt auch. Und dass erst dann Mitte des 20. Jahrhunderts Staaten mit einem hohen Wirtschaftswachstum weniger Bevölkerungswachstum haben werden. Und das wollen wir einmal hier auch empirisch überprüfen, ob dem tatsächlich so ist. Und dazu führen wir jetzt ein kleines Diagramm ein. Dieses Diagramm sehen Sie also hier. In der Waagerechten wird dort die Zunahme der Bevölkerung gemessen. Faktor 1 ist also immer, alle Staaten fangen hier mit ihrer Bevölkerungszahl um 1800 gleich 1 an. Wir messen also jetzt nur die prozentualen Zuwächse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 heißt also Verzehnfachung der Bevölkerung. Sie sehen das Ganze auch logarithmisch skaliert in der Waagerechten. Das heißt also hier die Kleinteilstrecke hier 2, 3, 4, 5. Kommen also immer näher, die Abstände werden immer kleiner, weil es ja die prozentualen Zuwächse sind, um die es hier vor allen Dingen geht. Und die prozentualen Zuwächse werden natürlich mit jeder Zunahme etwas kleiner. Von 8 nach 9 ist nicht so viel wie noch von nach 3 nach 5 oder von 1 nach 2. 1 nach 2 ist eine Verdoppelung und 8 nach 9 ist nur ein bisschen 12% mehr. Und deswegen, wie gesagt, werden die Abstände immer kleiner. Entsprechend bei 10 sind die weiteren Teilstücke 20, 30, 40, 50. Auch dort werden die Abstände immer kleiner. Gut, das ist wie gesagt dieses Modell erst einmal und wie gesagt alle Staaten fangen jetzt an der Startlinie an, haben also ihre Bevölkerungszahl von 1800 gleich 1 gesetzt und die Blasengröße, die gleich sehen werden, ist also entsprechend der Bevölkerungszahl, wobei natürlich auch die Bevölkerungszahl dann wachsen wird, entsprechend auch die Blasen werden dann auch größer werden. Wenn Sie mit dem Faden mit der Blase noch einige Probleme haben und nicht wissen, welcher Kulturteil was ist, habe ich noch eine kleine Karte vorbereitet. Hier können Sie mal ganz schnell mal reingucken. Also die Staaten, die jetzt Indien, Japan, China heißen, haben mehrere Staaten drin. Indien hat auch Bangladesch und Pakistan drin beispielsweise. Nun gut, wir gehen jetzt zu unserem Diagramm zurück und schauen an, was dann passieren wird. Und wir sehen jetzt von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, also bis 1850 wächst Europa, wächst China relativ stark an. In Europa wächst der Wohlstand, in China hingegen nicht im Osten. Sonderfälle sind die USA, die massiv ihre Bevölkerungszahl vervielfachen können, durch Zuwanderung und auch durch eben halt die Bevölkerungsrückgang bei der indianischen Bevölkerung. Okay, aber 1900 wird dann auch dann entsprechend dann werden sehr viele andere Kulturteile ebenfalls vom Bevölkerungswachstum ergriffen sein und steigen hier enorm an.
Und das BIP steigt aber zunächst nicht besonders stark an, sondern bleibt eher auf dem ungefähren Level bestehen. Erst ab 1960 herum kommt es dann zum allgemeinen Wohlstandsanstieg, wie wir jetzt hier sehen werden. Und dort wächst die Bevölkerung eben halt ebenso an wie der Wohlstand auch. Ja, und was wir also erkennen können, Europa hat also überraschenderweise in 220 Jahren seine Bevölkerungszahl relativ wenig erhöht, nur verdoppelt bis verfünffacht in einigen Staaten. In anderen Staaten gibt es viel, viel mehr Wachstum in anderen Kulturteilen. Natürlich ist Ozeanien, ist Angloamerika, auch Lateinamerika eine Ausnahme, weil die durch die Massenzuwanderung durch Europa sehr stark profitiert haben in der Bevölkerungszahl. Und natürlich haben solche Menschen, auch die Zuwanderer, europäisches Wissen, europäische Technologie, europäische Kultur mitgebracht, die dort in diesen Staaten sehr starken Wohlstandsanstieg ermöglicht haben. Aber generell ist es natürlich in anderen Kulturteilen, in asiatischen, afrikanischen Kulturteilen anders. Noch um 1900 schien es ja so, dass man tatsächlich sagen konnte, dass eben halt der Wohlstandsanstieg eben halt die Kinderzahl beeinflusst, die Bevölkerungszahl beeinflusst hat. Aber spätestens 2020 kommen wir zu einem völlig umgekehrten, zu einem völlig inversen Ergebnis auch, nämlich dass völlig umgekehrterweise jetzt hier wir erkennen müssen, dass dass also Staat mit einem hohen Bevölkerungswachstum eher wenig Wirtschaftswachstum gehabt haben. Daher kommt sogar die Frage auf, ob es nicht sogar umgekehrt sei, dass also ein hohes Bevölkerungswachstum etwas Schlechtes sei und dass also hier durch einen zu starken Anstieg der Bevölkerung, durch auch eine zu junge Gesellschaft mit zu vielen Kindern und zu wenig erfahrenen Leuten, das Wirtschaftswachstum in Stocken gerät und der Wohlstand nur minimal ansteigt. Wenn wir das Modell jetzt erweitern, können wir jetzt die Bevölkerungsdichte einführen. Denn Bevölkerungsdichte heißt ja auch immer, wir haben Möglichkeiten für Arbeitsteilung, für Produktivitätssteigerung. Ein ganz wesentlicher Faktor für den wirtschaftlichen Fortschritt. Das heißt also, wenn wir jetzt mehr Menschen haben, wir zwar eventuell auch schlechtere Böden, die zusätzlich bestellt werden müssen, mehr junge Menschen und so weiter und so fort, das kann auch schlecht sein, aber es kann auch gerade sehr gut sein, hohe Menschenzahl zu haben, weil die hohe Bevölkerungszahl, die hohe Bevölkerungsdichte ja eben halt diese Arbeitsteilungen ermöglicht. Deswegen jetzt ein zweites Modell, eine zweite Theorie, eine zweite Empirie auch. Wir werden also jetzt die Diagramme etwas verändern und wir werden auf die waagerechte Bevölkerungsdichte eintragen. Und die Bevölkerungsdichte ist ein ganz schwieriger Begriff, denn die Frage ist, wenn wir die heutigen Staaten messen und die historische Bevölkerungsdichte ausrechnen, wir haben ja doch in einigen Staaten, in Russland sehr, sehr stark, auch in China relativ stark, sehr viele nahezu unbesiedelte Gebiete, die eigentlich gar nicht mitzählen. Ich zähle sie jetzt mal doch mit. Dadurch ist natürlich für einige Staaten faktisch die Bevölkerungsdichte etwas geringer angegeben. Also rechnerisch ist sie dann geringer, als sie dann eigentlich gefühlt ist. Also in China wohnen ja 90% der Bevölkerung in der Hälfte der Fläche drin und die andere Hälfte von China ist nahezu menschenleer. Deswegen ist also dieser eigentliche chinesische Wert eigentlich nur auf halb China zu rechnen, dass die Bevölkerungsdichte für China, wie sie jetzt hier angegeben ist, gefühlt eigentlich doppelt so hoch wäre. Aber nun gut, verbleibe trotzdem bei den errechneten Werten mit der gesamten heutigen Fläche. Wie gesagt, decken sich notfalls China ein bisschen 2-3 Kullerbreiten weiter rechts vor. Russland auch ein paar Kullerbreiten weiter rechts vor, andere Staaten vielleicht auch ein bisschen. Aber so viel gibt es sich das gar nicht. Denn wie gesagt, die Bevölkerungsdichten sind auf diesem Planeten ja sehr ungleich verteilt gewesen. Und wenn wir uns mal anschauen, dieses Standardbild eben halt hier, sehen wir eben halt eine riesige Reihe mit sehr, sehr unterschiedlichen Bevölkerungsdichten. Generell sehen wir im 19. Jahrhundert, dass die dichter besiedelten Staaten etwas mehr Wohlstand zumindest haben, was ja auch durchaus im erwartbaren Rahmen ist, denn es ist natürlich klar, dass Agrargesellschaften, die wesentlich komplexer organisiert sind, wesentlich mehr Energieumsatz haben, schon etwas mehr Wohlstand haben können als einfache, dünn besiedelte Gartenbaugesellschaften ohne Schrift, ohne Regierung, ohne Staat. Aber schauen wir uns nun mal genauer an, was jetzt historisch geschehen ist im 19. und 20. Jahrhundert. Und dort haben wir eben halt hier, in dieser Zeit eben halt hier einen allgemeinen Anstieg. Generell scheint dieses Muster im 19. Jahrhundert auch weiter Bestand zu haben, dass also die wohlhabenderen Staaten jetzt auch die mit der höheren Bevölkerungsdichte sind. Aber es gibt einige Ausnahmen, wie gesagt, Russland, Angloamerika kommen hinzu, die eben halt natürlich durch eben geschilderten Besonderheiten hier herausstechen. Im Wesentlichen scheint das Muster sich aber zunächst einmal noch zu bewähren, aber so im 20. Jahrhundert wird es dann doch eben halt unklarer. Und der Zusammenhang verschwindet also hier recht deutlich. Auch dünner besiedelte Staaten erzielen jetzt einen gewissen Wohlstand, haben auch die dichter besiedelten Staaten wie China und Indien keinen Wohlstandsanstieg lange Zeit gehabt.
Erst um 2000 kommen China und Indien wieder hoch und geben dann ein insgesamt doch etwas zusammenhängenderes Bild. Schauen Sie sich die Station etwas genauer an. Um 1820 haben wir einen leichten, schwachen, aber doch eindeutigen Trend, dass dichter besiedelte Staaten als Agrargesellschaften oder auch als werdende Industriegesellschaften dann mehr Wohlstand haben als die dünner besiedelten Gartenbaugesellschaften. Und Mitte des 20. Jahrhunderts, 1940, 1950 herum, haben wir diesen Trend eigentlich nicht mehr. Denn, wie gesagt, Indien und China blieben sehr, sehr arm, waren aber schon sehr dicht besiedelt. Und erst in der Gegenwart, 2020 herum, haben wir wieder einen relativ klaren Trend, dass die bevölkerungsreichen Staaten sich durchgesetzt haben und dort eben einen höheren Wohlstand erzielt haben. Insbesondere dann, wenn man sich mal wegdenkt, Angloamerika, Lateinamerika, die doch gewissermaßen schon wegen der eben genannten Gründe besondere Ausnahmen darstellen. Wir haben, wie gesagt, diesen leichten Trend tatsächlich 2020, eben halt hier, dichter besiedelte Staaten haben mehr Wohlstand. Und wie kommt es, dass diese dichter besiedelten Staaten mehr Wohlstand haben? Liegt es wirklich an der Bevölkerungsdichte? Eigentlich doch eher nicht. Lässt sich nur schwer einen Zusammenhang erklären. Aber vielleicht sollten wir dieses Modell noch einmal mehr erweitern zu einer dritten Variante. Es kommt hier demnach nicht so sehr auf die tatsächliche Bevölkerungsdichte, auf die aktuelle Bevölkerungsdichte an, sondern eher darauf an, was sich traditionell für eine Bevölkerungsdichte in früheren Jahrhunderten ergeben hatte, denn dadurch sind sehr viele kulturelle, gesellschaftliche Institutionen mit verwoben und entstanden, die jetzt im 19. und 20. Jahrhundert erst ihre volle Wirkung entfalten können. Alte Kulturen wie China, Indien, Japan, die haben natürlich eine jahrhundertelange Schriftkultur, die haben Gewöhnung an Gesetze, an Regierung, an Staat, an Gesellschaft, die weisen auch ein hohes Maß an ethnischer Homogenität auf, jedenfalls höher als dünner besiedelte Gesellschaften, wie zum Beispiel in Afrika, südliche Sahara, wo wir zum Beispiel eine sehr hohe ethnische Inhomogenität haben, sehr viele verschiedene Stämme, Tribalismus haben, wo wir auch dort entsprechend die Gewöhnung und Gesetze noch nicht so haben und auch sehr hohe Analphabetenquoten haben. Und das, wie gesagt, eben halt schon ein wesentlicher Vorteil dieser Agrargesellschaften, die hohe Bevölkerungsdichten schon um 1800 gehabt haben, die jetzt gewissermaßen erst im 20. Jahrhundert ausgespielt werden. Daher müssen wir also eine Methode finden, wie wir jetzt diese Tradition irgendwie in Zahlen ausdrücken. Und ich mache es mal ganz einfach. Ich drücke diese Tradition damit aus, indem ich die Bevölkerungsdichte um 1800 als das Maß ansetze. Das heißt also, China und Indien als alte Agrargesellschaften, Japan natürlich auch, mit hoher Bevölkerungsdichte, relativ hoher Bevölkerungsdichte, werden also in der Bevölkerungsdichte angesetzt, bleiben aber auf diesem Wert immer stehen. Das heißt also, ich werde jetzt so einteilen, dass ich in der Waagerechnung jetzt die Bevölkerungsdichte um 1800 eintrage und diesen Wert auch nicht mehr verändern werde. Das heißt, der Wohlstand steigt jetzt und fällt jetzt auf und ab, aber nach links und rechts gibt es keine Bewegung mehr, denn ich setze immer nur die Bevölkerungsdichte um 1800 an. Auch für die Jahre danach zählt immer die Bevölkerungsdichte um 1800, weil das ein Maß dafür sein soll, welche gesellschaftlichen Institutionen diese Staaten bereits ausgebildet haben in Jahrhunderten und Jahrtausenden zuvor. So, der Film startet jetzt und wir sehen also natürlich im Anfang des 19. Jahrhunderts ist es praktisch so wie am Anfang auch. Es gibt natürlich jetzt keine Rechts-Links-Bewegung mehr per Definition, aber wie gesagt, um 1900 gibt es, wenn man so eine Art V-Form, dass also Angloamerika, USA und auch Russland hier eine Art V-Bild mit Europa zusammen. Die dünn und die dicht besiedelten europäischen westlichen Staaten haben den Wohlstand. In der Mitte des 20. Jahrhunderts gibt es gewissermaßen ein waagerechtes V hinzu. Ein waagerechtes V, das also jetzt gewissermaßen in Indien und China noch einen weiteren Ast hat, die also schon hoch und dicht besiedelt waren, aber noch kaum Wohlstand hatten und erst in den 70er, 80er Jahren langsam dann eben halt emporschnellen und dort eben halt höheren Wohlstand haben und dieses waagerechte V dann gewissermaßen dann wieder schließen. Sodass wir dann 2020 in der Gegenwart dann doch eine gewisse Tendenz drin haben. Das heißt also, um 1800 haben wir einen leichten Zusammenhang zwischen der damaligen Bevölkerungsdichte und dem Wohlstand, dass also die alten Agrargesellschaften schon in der Lage waren, höheren Wohlstand zu haben als die Gartenbaugesellschaften, zumal die europäischen Staaten ja auf der Schwelle zur industriellen Revolution damals schon standen.
Und um 1960 herum, bekanntermaßen, haben wir hier dieses doppelte V, dass also hier ein zweiter Ast entstanden ist. Also auch Indien und China trotz hoher Bevölkerungsdichten kaum Wohlstand gehabt haben. Und das ist die Frage, wie kann das, wie gesagt, sein? Und das liegt eben mal daran, dass diese Agrargesellschaften an ihrer eigenen Übervölkerung noch zugrunde gegangen waren, beziehungsweise nicht den Wohlstand haben steigern können, obwohl sie eben halt sehr viele Institutionen bereits ausgebildet hatten in Jahrhunderten, Jahrtausenden zuvor, die ihnen dann aber in den folgenden Jahrzehnten, als das Bevölkerungswachstum ein bisschen abgeklungen war, einen enormen Schub im Wohlstand gegeben haben. So dass wir 2020 in der Gegenwart jetzt hier schon einen gewissen Zusammenhang erkennen können zwischen der traditionellen Bevölkerungsdichte um 1800, die, wie gesagt, den gesellschaftlichen Aufbau, die gesellschaftliche Tradition aufzeigen soll, und den Wohlstand 2020 dann auch haben. Insbesondere natürlich dann, wenn wir uns Angloamerika, Lateinamerika ein bisschen wegdenken und dann eben halt hier nur diese Ausnahmefälle mal beiseite lassen und nur die traditionellen Staaten dann hier so eingefügt haben. China war um 1960 nur scheinbar genauso arm wie Afrika südliche Sahara. Statistisch war es sogar genauso arm, sogar noch ärmer, aber es hat natürlich kulturell sehr viel höhere Reichtümer gehabt. Es hat eben einen funktionierenden Staat gehabt, eine funktionierende Bildung und viele andere gesellschaftliche Institutionen, auf denen es in den folgenden Jahrzehnten massiv aufbauen konnte, dass der Push eben halt massiv nach oben gehen konnte in den folgenden Jahrzehnten. Staaten südliche Sahara hatten diese Institutionen nicht. Aber das hat mit Afrika relativ wenig zu tun, auch in anderen dünner besiedelten Gebieten, zum Beispiel in Südostasien, auf den Philippinen oder vielen abgelegenen Inseln Indonesiens oder im Orient, im dünn besiedelten Afghanistan, haben dieselben Probleme in den folgenden Jahrzehnten auch gesehen. Insofern hat also das Rückbleiben Afrikas südliche Sahara nichts mit Rassismus zu tun, sondern ist einfach eine Folge der geringen Bevölkerungsdichte um 1800 gewesen. Generell sollten wir aber auch für diese Länder optimistisch sein und sollten vor deren Bevölkerungswachstum nicht allzu viel Angst haben. Denn sie werden in den nächsten Jahrzehnten einiges nachzuholen haben, aber ich denke mal, sie werden es einigermaßen schaffen, diese Lücke aufzuholen. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, diese Staaten haben ja den Vorteil, dass sie im Zeitalter der Digitalisierung Dinge gleich übernehmen können, die auch wir in den alten entwickelten Staaten Europas oder Ostasiens, Japan, Chinas zum Beispiel, Angloamerikas auch gerade erst lernen müssen. Insofern haben die also hier sehr gute Chancen aufzuholen. Und deswegen, wie gesagt, soll Optimismus hier unser Motto sein. Leben Sie lang und bauen Sie etwas auf.